Euer 3D Mark auf Steam möchte unter Linux nicht starten oder eure 3D Mark Advanced Version startet nur in der Demo. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr unter Linux den 3D Mark zum Laufen bekommt und wie ihr eure Advanced Version unter Linux registrieren könnt. Das erste, was wir machen, um sicherzugehen, dass der 3D Mark auch auf Linux funktioniert, wir klicken in Steam auf Verwalten, Eigenschaften und dann wird dieses Fenster geöffnet. Dort gehen wir auf Kompatibilität und klicken bei Kompatibilität, Verwenden eines bestimmten Kompatibilitätswerkzeugs für Steam Play erzwingen. Dort wählen wir die Proton Experimental aus. Ihr könnt auch die 9.0-4 wählen. Ich nutze Experimental, klicke dann oben wieder auf das Kreuz. Dann starten wir den 3D Mark. Bei euch ist es eventuell möglich, dass er hier, wo gestartet wird, etwas noch installiert. Irgendwelche Windows-Werkzeuge. Aber das brauchen wir nicht weiter beachten. So, dann haben wir den 3D Mark gestartet und wir sehen, wir sind momentan in der Demo. Und jetzt werdet ihr euch wundern, ihr habt doch die Advanced Version gekauft. Wieso bin ich jetzt nur in der Demo? Das werden wir jetzt richten. Wir schließen als erstes den 3D Mark nochmal. Halten ihn auch direkt an und gehen nochmal auf die Eigenschaften, denn das brauchen wir nämlich. Und zwar gehen wir unter Betas bzw. Updates, Fehler von mir, ich entschuldige mich, und wir brauchen die App-ID. Das ist die 223850. Die merken wir uns jetzt mal. Wir können sie uns auch hier oben einsetzen und dann klicken wir nochmal auf das Zahnrad, gehen auf Verwalten, lokale Dateien durchsuchen. Jetzt sind wir erstmal im Ordner von 3D Mark, da müssen wir aber nicht hin. Wir gehen unter Steam Apps, Compat Data und jetzt suchen wir uns die 223850, gehen auf PFX oder in den PFX-Ordner hinein. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die ich euch zeigen will, wie ihr euren Lizenzschlüssel einfügen könnt. Einmal die etwas aufwendigere Version und danach die einfache Version. Wir wählen uns hier oben. Es kommt immer darauf an, was für einen Dateimanager ihr nutzt, aber das sollte eigentlich mit jedem Dateimanager funktionieren. Ihr klickt hier oben drauf, dann habt ihr hier euren Pfad in diesen Ordner. Den kopieren wir uns jetzt mit strgc. Ich habe zwar hier unten ein Terminal drin, den hat aber nicht jeder. Deswegen öffne ich einen neuen Terminal und dann fangen wir an zu schreiben. Ich vergrößere das mal ein bisschen. Wine Prefix. Das ist wichtig, dass alles groß geschrieben ist. Dann ein Gleich. Anführungszeichen oben. Dann mit Shift, strg und V fügen wir den Pfad ein, machen den letzten Slash weg, machen wieder ein Anführungszeichen und dann schreiben wir rein regedit. So, jetzt startet Wine und dann sind wir auch gleich in der regedit drin. So. Nun müsst ihr unter Haki Current User Software UL 3D Mark. Dort habt ihr höchstwahrscheinlich die Installations-ID drin und dann werden ich für meinen Fall 3 neue Schlüssel erstellen und zwar Zeichenfolge. Eventuell steht bei euch auch String, wenn es auf Englisch eingestellt ist. Das ist möglich, aber wir brauchen dann String oder Zeichenabfolge. Dann schreiben wir für den Hauptkey von 3D Mark Advanced Key
Code. So. Ich brauche noch weitere 3 Stück. Und zwar, das ist dann Port Royal Key. Ups. Code. Und Time Spy Key Code. Dann muss ich mir den Code kopieren. Mache einen Doppelklick drauf, Dateien oder Daten einfügen, euren Keycode, den ihr auf der Webseite von FutureMark habt, der mit eurem Konto verknüpft ist, fügt diese ein und nochmal auf den letzten einen Doppelklick einfügen. So, dann können wir das Ganze wieder schließen. Hier sind wir raus, können wir auch wieder schließen. Nun gehen wir wieder auf den 3D-Mark, klicken auf Starten. Wir müssen das kurz abwarten. Und wir sehen, wir sind nicht mehr in der Demo. Benchmarks. Ich habe auch nicht alle gekauft. So. Und hier haben wir unsere freigeschalteten Benchmarks. Jetzt zeige ich euch den etwas leichteren Weg. Ich wollte es nur abgedeckt haben, damit ihr auch bei anderen Sachen eventuell eure Registry ändern könnt, dass ihr wisst, wie das funktioniert. Wir machen dasselbe nochmal. Wir gehen in unseren Ordner. Ich habe natürlich vorher die Registry wieder gelöscht. Das kann ich euch auch gleich zeigen, damit ihr seht, dass ich die Registry gelöscht habe. Ich mache wieder einen Tab auf, nutze den gleichen Prefix wie gerade eben und ihr seht, Key Current Users, Software, UL 3D-Mark und hier ist nichts mehr drin. Ich kann auch kurz die Version nochmal starten, damit ihr seht, dass ich wieder in der Demo bin. Und wir können sehen, 3D-Mark Demo, Benchmarks, alle geschlossen. So. Machen wir zu, halten das an. Und dann fahren wir fort. Wir machen das gleiche wie vorher, gehen in unseren Ordner rein, also in unseren Compat Data 223850. Nun klicken wir UserRack mit einem Doppelklick an, je nachdem, ob ihr euer Textbearbeitungsprogramm ausgewählt habt. Ansonsten nehmt ein Textbearbeitungsprogramm. Ich nutze hier, da ich KDE nutze, Kate. Dann gehen wir hier unten in die Suche. Ihr müsst bei eurem Programm schauen, wie ihr da suchen könnt. Dann schreiben wir rein Software. Zweimal einen Backslash, UL, nochmal zweimal ein Backslash, 3D Mark. So müsst ihr es suchen. Ich werde es in die Kommentare beziehungsweise in die Beschreibung reinschreiben, damit ihr euch das kopieren könnt. Dann klickt ihr auf Weiter. Es gibt hier drin einen, ich sage jetzt mal, hier einen Last Key zum Beispiel, den HKey User Software UL 3D Mark. Den nutzen wir nicht. Wir gehen weiter und dann haben wir hier Software / oder Backslash UL 3D Mark, das was wir gesucht haben. Hier unten sehen wir unsere Install ID und dort machen wir das gleiche, was wir mit den Strings gemacht haben, beziehungsweise mit der Zeichenabfolge. Wir machen ein Anführungszeichen, schreiben rein. Also das, was ich jetzt schreibe, muss in Anführungszeichen gesetzt werden, das heißt vorne und hinten. Key Code gleich. Ich mache hier gleich weiter mit Port Royal Key Code
Time Spy Key Code. Immer ein Gleichheitszeichen dahinter. Dann wieder zweimal ein Anführungszeichen. Und dort kopiere ich jetzt meine Lizenzschlüssel hinein. Dann speichere ich das, schließe es, klicke wieder auf Steam, starte den 3D-Mark. Und wir sehen, wir sind wieder im normalen 3D-Mark, das heißt, wir haben keine Demo mehr, gehen auf die Benchmarks und wir haben wieder alle da. Was ich jetzt noch sagen muss, es funktionieren nicht viele Benchmarks. Es funktionieren schon ein paar, aber nicht viele. Aber ich habe eine Liste gemacht, die ich euch im Anschluss zeigen werde, welche Benchmarks funktionieren, welche nicht. Was ich am Anfang sagen kann, hier der Steel Nomad ist schon offiziell für Linux angekündigt. Erst kommt komischerweise die Mac-Version und dann kommt die Linux-Version. So, und was auf jeden Fall funktioniert, ist der Firestrike. Und den werde ich jetzt mal ausführen, damit ihr seht, dass er auch funktioniert. Das Menü ist ein wenig laggy, aber das soll uns nicht stören. Ich werde ihn jetzt auch nur anstarten und nicht ganz durchlaufen lassen, aber ihr solltet dann sehen, dass er funktioniert. Die Systemdaten werden abgerufen. Was ein weiterer noch Fehler ist, ich weiß nicht, ob das noch gefixt wird, aber es wird am Ende nicht euer System angezeigt, was ihr verbaut habt, obwohl es erkannt wird. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch, muss ich sagen. Und ich kann auch nicht sagen, ob die Benchmark-Ergebnisse aussagekräftig sind. So direkt habe ich es jetzt nicht getestet, weil ich nutze kein Windows mehr. Schon lange nicht mehr und ich werde den Teufel tun, mich nochmal mit Windows zu beschäftigen. Und das wird vielleicht von anderen Leuten eventuell noch gemacht. Genau. Eventuell könnt ihr auch bei anderen Leuten wie Hardware Deals oder der Bauer, ich weiß es nicht, ob der Bauer 3D-Marks macht. Ich glaube schon, das ist ja ein, ich sage jetzt mal ein PC-Tuner. Und da seht ihr ja immer wieder Videos, wie der 3D-Mark gemacht wird, und wenn eure Grafikkarte darin gezeigt wird eventuell, oder ihr geht auf die Seite von FutureMark, was manchmal problematisch ist, weil da Leute sind, die ihre Karten bis zur Bewusstlosigkeit takten, dass da eventuell der Standard nicht mehr vorhanden ist, was die Punkte angeht. So, aber ihr seht, ihr habt auch hier oben, ich kann es jetzt mit der Maus leider nicht zeigen, seht ihr rechts oben in der Ecke 3D-Mark Advanced Edition. Also hat alles soweit funktioniert. Dann breche ich das Ganze wieder ab. Und das ist das, was ich meine. Hier Systemdaten, wird nichts angezeigt. Das finde ich ein bisschen strange. Aber gut, das kann einfach daran liegen, dass es in einer Wine-Umgebung ist und die Systemdaten von dort aus nicht abgerufen werden können. Wie auch immer. Aber ihr seht, er funktioniert. Und im Anschluss werde ich euch jetzt die Liste zeigen mit den Benchmarks, die funktioniert und nicht funktioniert. Wenn dir das Video geholfen hat, lass doch bitte ein Like da und abonniere den Kanal,
wenn dich weitere Linux-Videos interessieren würden. Und du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, welcher Benchmark bei dir funktioniert hat und welche Punkte ihr bei welchem Benchmark erreicht habt unter Linux. Vielleicht auch noch mit der Grafikkarte. Wenn ihr weitere Anregungen habt, dürft ihr auch das gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.